Retros schmälern deine Rendite. Sie verstecken sich auch unter dem Namen Vermittlungsprovision oder Kickback. Darum müssen wir im heutigen Kaffeebreak darüber reden. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Stell dir vor, du kaufst einen Fonds oder ein strukturiertes Produkt über deine Bank. Der Herausgeber vom Fonds ist nochmal ein anderes Finanzinstitut, der sogenannte Emittent. Er möchte naturgemäß möglichst viel von seinen Produkten, sprich Fondsanteil oder Struckis, verkaufen. Um den Vertrieb zu beschleunigen, zahlt er deiner Bank eine Provision für jeden verkauften Anteil. Alternativ kann es auch eine wiederkehrende Bestandeskommission sein. Dieser Anreiz macht eine objektive und unabhängige Beratung unmöglich. Deine Hausbank möchte dir den Fonds ins Depot legen, der ihren am meisten einbringt. Also nicht der, der für dich am besten ist. Das Problem ist, dass du indirekt die Vermittlungsprovision zahlst. Auf das Geschäftsmodell sind auch Trading-Plattformen aufgesprungen und preisen vermeintlich günstige ETF-Sparpläne an. Es gibt verschiedene Arten von Retros. Bei der sogenannten Bestandespflegekommission fließt ein Teil der Verwaltungskosten, die ein Fonds kassiert, zu deiner Bank, die den Fonds für dich im Depot haltet. Im Durchschnitt ist das etwa die Hälfte der Fondsgebühr. Das kann dich pro Jahr einen Prozentpunkt Rendite kosten. Nach wie vor üblich sind sogenannte Ausgabeaufschläge. Wenn du also einen Anlagefonds kaufst, kann es sein, dass die Bank bis zu 5% vom eingezahlten Betrag belastet und den nachher mit dem Emittent teilt. Manchmal gibt es sogar eine Rücknahmekommission, einen sogenannten Backload. Verkaufst du einen Anteil, wirst du bestraft. Die Bank nimmt dir nochmal 1-3% weg. Damit sie beim Ausstieg nicht noch mehr verlieren, bleiben viele Anleger in schlechten Fonds investiert. Aus diversen Gründen beschäftigt sich die Justiz schon seit über 20 Jahren mit der Rechtmäßigkeit der Retrozessionen. Im Jahr 2006 hat das Bundesgericht entschieden, dass Vermögensverwalter verpflichtet sind, die Zahlungen offenzulegen. Das ist eigentlich schon lange im Obligationenrecht vorgesehen. Wer einen Auftrag ausführt, muss jederzeit über seine Geschäftsführung informieren und den Kunden erstatten, was ihm von Dritten zufließt. Auf Verlangen steht zwar im Gesetz, aber viele Betroffene haben nicht einmal gewusst, dass im Hintergrund so Zahlungen fließen. Die Justiz hat also versucht, der Retros einen Riegel zu schieben. Banken sind dem ausgewichen, indem sie vermehrt eigene Fonds verkaufen. Das erklärt vielleicht, warum auch kleine Regional- und Kantonalbanken eigene Fonds auflegen, obwohl sie eigentlich zu klein sind, um Skaleneffekt zu nutzen. Das Bundesgericht hat auch entschieden, dass Banken die Retros nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch in der Anlageberatung offenlegen müssen. Das Bundesgericht hat auch festgehalten, welche Ansprüche die Kunden konkret durchsetzen können. Lange haben sich nämlich Banken geweigert, die entsprechenden Geldflüsse in Franken offenzulegen. Oft haben sie nur vage Bandbreiten in Prozent kommuniziert. Die einen Banken haben von der Kundschaft eine Verzichtserklärung verlangt. Das Bundesgericht hat aber klar gemacht, eine Verzichtserklärung ist nur gültig, wenn man genau weiss, auf wie viel Geld man verzichtet. Viele Banken haben nur spärlich informiert, auf Zeit gespielt und auf Verjährung gehofft. Auch die Verjährungsfrist war ein Streitpunkt. Die Banken haben die 5-jährige Verjährungsfrist für wiederkehrende Zahlungen geltend gemacht, aber im Grund gilt die ordentliche Frist vor 10 Jahren. Manche Banken haben ihren Kunden gesagt, es sei wahnsinnig aufwendig herauszufinden, wie viel Geld welchem Kunden zusteht. Für die Abklärung haben sie so hohe Stundensätze in Rechnung gestellt, dass viele Kunden aufgegeben haben. Seit 2020 ist aber das Finanzdienstleistungsgesetz, das sogenannte FIDLEG, in Kraft. Es soll Konsumenten schützen und verlangt klipp und klar, dass die Bank die Auskunft kostenlos erteilen muss. Abgesehen von den Kosten setzen die Retros Fehlanreize in der Fondsauswahl und vielleicht sogar in der Vermögensallokation insgesamt. Wir bei TrueWealth wählen für dein Portfolio ETF und Indexfonds aus, die für dich am besten sind. Wir nehmen keine Retros und verwenden kein Eigenprodukt. Hast du schon mal versucht, Retros von deiner Bank einzufordern? Und was sind deine Erfahrungen gewesen? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.